Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich den Atlas. Das ist die Verbindung zwischen Kopf und Körper und was da alles so an wichtigen Funktionen durchfließt, das bespreche ich heute mit meinem Gast. Da habe ich nämlich die Elisabeth Westermann da, das ist die Entwicklerin des Klangcodes oder der Klangcode-Therapie. Ein ganz spannendes Thema und ich freue mich heute sehr. Hallo Elisabeth. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und mit dir sprechen. Ja, gerade bei dem Thema Atlas war ja ganz witzig. Wir haben uns ja gestern Abend schon kennengelernt in der Vorbesprechung. Und ich hatte ja selber Probleme mit meinem Halswirbel, da ich ja einen Sturz hatte und dann eben, keine Ahnung, du wirst es besser wissen. Auf jeden Fall habe ich deine Klangcode-Therapie genossen und kann jetzt heute wieder super mich bewegen. Aber jetzt gerade zu dem Thema Atlas. Was ist da so der wichtige Punkt? Der Atlas ist direkt unter der Schädelkante, direkt beim Übergang zwischen Schädel und Körper. Und da ist ja das Zentralnervensystem, was durch dieses, laienhaft gesprochen, durch dieses Schädelloch dann eintritt in den Kanal, der dann durch die einzelnen Wirbel durchgeht. Und da sind dann der Parasympathikus und der Sympathikusnerv, also die einfach verantwortlich sind für die Innervierung, also für die Nervenversorgung des gesamten Körpers, damit einfach alle Organe im Körper vernünftig funktionieren können. Und es gibt eine Verbindung zu dem sogenannten limbischen System, was im Kleinhirn ist, wo die grundlegenden Gefühle herkommen, nämlich interessanterweise nicht vom Herzen, sondern aus dem Gehirn. Und all diese ganzen Geschichten gehen entweder am Atlas vorbei oder durch den Atlas hindurch. Und durch die Seitfortsätze geht die Hauptblutversorgung, die zum Gehirn geht, zunächst zur Hypophyse. Und damit haben wir natürlich auch eine Wirkung auf die Hormonsituation, ne? Was ja besonders bei Frauen oft ein Problem werden kann. Gerade bei dem Atlas, das hört man ja immer wieder. Es gibt dann spezielle Therapeuten, die sagen, der Atlas ist nicht richtig drin, der ist krumm oder schief oder der hat nicht die richtige Stellung. Was ist so deine Erfahrung oder was hast du zu der Stellung zum Atlas für Erkenntnisse? Ja, das ist eine sehr interessante Entwicklung gewesen. Ich bin ja jetzt hier in der schönen Schweiz. Ich liebe übrigens die Schweiz sehr. Es ist ein wunderschönes Land. Und ich habe bei einem Deutschschweizer, dem Herrn Schümperli, der selbst auch kein Arzt war, aber Physiotherapeut, bei dem habe ich eine Methode gelernt, mit dem Atlas zu arbeiten, weil der hat aufgrund von eigener schlimmster Erfahrung mit dem Atlas, hat er sich auf die Suche begeben, wie das manchmal so ist. Die Menschen entdecken etwas Neues dadurch, dass sie selber in Not sind. Und der war wirklich in Not. Ja? Der hat also, er hat alle Haare auf dem Kopf verloren, er hat unglaublich abgenommen, dann hat er plötzlich unglaublich wieder zugenommen, dann hatte er Schmerzen, dann hatte er extremste Probleme mit dem Verdauungssystem, dann hatte er extremste Kopfschmerzen bis hin zu schwersten Migräneanfällen. Dann hat er das Gefühl gehabt, er wird verrückt, er konnte nicht mehr denken, er wurde so unruhig, dass er einfach das Gefühl hatte, er kann überhaupt nicht mehr irgendeinen Gedanken fassen. Er hat sich sogar selbst freiwillig in die Psychiatrie eingewiesen, weil er nicht mehr weiter wusste. Die Ärzte wussten alle nicht, was sie machen sollten. Und das Einzige, was klar war, dass er zweimal übel gestürzt war. Einmal als Kind und einmal als 21-Jähriger. Und dabei der Atlas auf alle Fälle, also der erste Halswirbel, auf alle Fälle was abgekriegt hatte. Was genau war auch nicht klar. Aber es war klar, dass der Atlas angebrochen gewesen war. Oh, okay. Ja, so schlimm. Und er hat dann festgestellt, dass bei ihm dieser Atlas eben nicht in seiner Passform war, die eine genaue Passform unter der Schädelkante, weil das eben so ein wichtiger Punkt ist, wo alle Information ausgetauscht wird zwischen Kopf und Körper, vor allen Dingen über die Nerven natürlich. Und er hat festgestellt, dass der Atlas eben nicht in dieser Passform war, sondern dass der so stark gedreht war,
Und zwar rechts nach hinten raus und links nach vorne, dass er links auf den Kiefer drückte und dass eben die Knochenfortsätze, die Styli, die unten an der Schädelkante sitzen, vor denen der von hinten gesehen normalerweise sitzt, dass ein Seitfortsatz sogar vor diesem Stylus war. Und er war völlig erstaunt, dass das sein konnte. Also man hatte ihm gesagt, das kann nicht sein. Und dann hat er weiter geforscht. Er hat dann einfach eine Methode entwickelt, wie er mechanisch das korrigieren konnte, für sich selbst erstmal. Und dann hat er angefangen zu forschen und hat festgestellt, dass er keinen Menschen entdeckt hat, bei dem das nicht so war. Ja, war ja bei mir gestern auch so. Also wir haben ja auch getestet und dann war wie so eine Blockade. Mehr oder weniger stark ist er gedreht. Und durch diese Drehung, wenn man das Ganze mal von unten sehen könnte, dann würde man sehen, dass er dann auch natürlich kippt, weil diese Passform ist ein Wulst, in die er eigentlich hineinrastet. Und wenn das nicht richtig in dem Wulst sitzt, dann ist es so ähnlich, wie wenn man einen Schrank aufbaut und das Scharnier nicht in der Türe sitzt. Ja? Also entsprechend hat man da dann auf alle Fälle eine instabile Situation und diese instabile Situation führt dazu, dass der Körper Kompensationsspannungen aufbaut und schon alleine diese Kompensationsspannungen können dazu führen, dass Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und solche Dinge auftreten. Und da braucht man noch gar nicht zu reden von all den Dingen, die einfach noch zusätzlich passieren können, weil einfach der Atlas in seiner Schiefstellung natürlich dann bestimmte Kompressionen ausübt auf Teile des Zentralnervensystems, auf den Parasympathikus, auf den Sympathikus. Mir scheint, dass die ganze Problematik mit ADS, ADSH zum ganz großen Teil am Atlas hängt. Du hattest ja jetzt auch ein Video mitgebracht, auch von einer Dame, einen Erfahrungsbericht. Wir blenden das gleich ein, aber erzähl mal, was bei ihr so das Thema war. Also erstmal war das bei ihr so, bin bei ihr an den Stand gekommen, weil sie ein Tiermagazin rausgibt und habe dann gesagt, ich kann mal mit ihren Tieren arbeiten oder mit deinen Tieren arbeiten und dann sagt es, und dann Atlas und so weiter und dann sagt sie, na, ist ja ganz nett, aber ja. Die sollen mal erstmal den Ball flach halten. Kann ich auch gut verstehen, ja. So, und dann bin ich dahin und habe das Pferd behandelt, habe den Hund behandelt. Und da hat sie sofort die Wirkung gesehen und dann war sie bereit zu kommen. Und dann ist sie eben gekommen und sie selbst hat Traumatisierungen aus der Kindheit. Sie hat sich nie richtig bei sich gefühlt, nie so das Gefühl gehabt, ich bin jemand mit meinem eigenen Wert, mit meinen eigenen Schwächen und Stärken und kann einfach für mich so stehen und einstehen. Und die Atlas-Korrektur hat halt bei ihr da ein regelrechtes Wunder bewirkt. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Frau hat auch viel getan für sich. Ja? Man kann jetzt nicht erwarten, wenn jemand eine Atlas-Korrektur bekommt, also wenn der Atlas sich selbst korrigiert, das ist nämlich das Schöne bei den Klangcodes, wenn ich dann mal über die Klangcodes spreche, werde ich darüber sprechen, dass der Körper das selbst macht, dass dann sofort das Wunder geschieht, dass der Mensch vollkommen frei ist von allen seinen psychischen Problemen. Das ist natürlich, ich meine, der gesunde Menschenverstand sagt schon, dass das nicht sein kann. Ja. Ne? So, aber sie hatte halt einiges vorher getan und bei ihr hat es wirklich eine tiefe Erlösung bewirkt und ich habe beobachten können, wie anders diese Frau jetzt ist und das hat sie so begeistert, dass sie dann auch die Ausbildung bei mir gemacht hat. Na schön, dann blenden wir mal kurz ihr Video ein. Ja, nachdem die Behandlungen für die Tiere mich dann absolut überzeugt hatten, hatte ich Elisabeth gefragt, ob sie mich auch behandeln kann. Ich weiß, dass ich ein Traumakind bin. Als Baby hatte ich unangenehme Erfahrungen, die mich bis heute blockiert und behindert haben in meinem täglichen Lebensfluss. Nachdem der Atlas korrigiert wurde und auch die Blockaden zwischen den Wirbeln entfernt wurden, ja, hat für mich ein anderes Leben begonnen. Ich bin für mich ausgerichteter, ich fühle mich wesentlich wohler und ja, mein Leben verläuft positiver, geradliniger für mich in meinem Alltag. Also das ist eine totale Befreiung und Erlösung für mich geworden. Vielen Dank, Elisabeth. Die Frau macht ja wirklich einen ganz begeisterten Eindruck. Hat sie jetzt die
Klangcode-Therapie oder diese Atlas-Ausrichtung nur einmal gemacht? Also bleibt das dann? Oder wie geht der Atlas vor? Ja, das ist das Interessante. Die Korrektur, die der Körper selber vornimmt, um den Atlas in die gesunde Passform hineinzubringen unter der Schädelkante, die muss nur einmal gemacht werden. Und das kann man sich mechanisch erklären. Deshalb gehen die meisten Ärzte auch davon aus, dass der Atlas nicht drehen kann, weil es muss angeboren sein, sonst könnte es nicht sein. Und deshalb hat der Herr Schimperli, der das ja das erste Mal entdeckt hat, am Anfang auch gedacht, das kann nicht sein, was ich da entdecke. Und die Ärzte, mit denen er am Anfang gearbeitet hat, haben auch gesagt, das kann nicht sein. Und er hat aber dann das tatsächlich auch nachgewiesen. Er hat wirklich Untersuchungen gemacht in Deutschland mit 500 Probanden. Leider existiert diese Studie nicht mehr. Warum, kann man sich fragen. Aber es hat eine Studie gegeben mit 500 Probanden, Langzeitstudie, vorher, nachher. Und wenn der Atlas einmal aus der Drehung raus ist und in seiner Passform ist, geht er da nicht mehr raus. Echt? Aber ja, nie mehr. Auch nicht bei einem Autounfall, Schleudertrauma oder irgendwas? Aber. Okay. Der erste und der zweite Halswirbel sitzen ganz eng aufeinander. Dazwischen gibt es keine Bandscheibe, weil der Kopf nämlich mit stabilem Atlas auf dem zweiten Halswirbel dreht. Deswegen ist deine Kopfdrehung jetzt auch besser, wenn der Atlas dann stabil ist. Ja, ich merke auch gerade, ich war früher auch oft verkrampft bei den Interviews und dann, jetzt heute neu mit dem neuen Atlas. Du sitzt wahrscheinlich auch gerader. Ja. Auch also das die Zuschauer können ja mal Rückmeldung geben. Ja, das wäre natürlich mal interessant was zu an hören. meiner Atlashaltung jetzt sich verändert hat, ja. Also, wenn der Atlas also mal in der Passform ist, geht der nicht mehr raus. Okay. Aber dieses Verhältnis erster, zweiter Halswirbel, da kann es nochmal zu Blockaden kommen. Und diese Blockierungen ziehen das Ganze dann leicht aus der Position. Leicht, minimal. Das handelt sich dann um Bruchteile von Millimetern. Aber das ist trotzdem unangenehm. Und es kann auch nochmal kippen. Ja, der Atlas kann nochmal nach rechts runterkippen oder nach links runterkippen. Und dann hat man wieder Beschwerden. Und die sind ähnlich wie die man hatte, als man den Atlas noch nicht korrigiert hatte. Okay. Jetzt ist diese Atlas-Therapie ja von dir wirklich so ausgerichtet auf den Körper, dass der Körper das selber macht. Ja, also das so stecken ja jetzt keine Heilversprechen dahinter, sondern es ist ja wirklich nur ein Impuls, dass der Körper das selber korrigiert. Das funktioniert ja scheinbar auch in vielen Dingen. Was hast du noch für Erfahrungen von Menschen? Wo kann der Atlas oder eine Fehlstellung des Atlas noch Störungen verursachen? Also wir haben schon gehört, die Psyche kann sich deutlich verändern, Hormonstörungen. All die Geschichten, die ich von Herrn Schimperli erzählt habe, die können alle bei Menschen zusammenhängen mit der Atlasfehlstellung, müssen es aber nicht. Ja, da gibt es eben, der Körper ist sehr komplex. Ja. Du kannst nie sagen, zum Beispiel die Migräne kommt immer vom Atlas. Ja? Herr Schimperli hat solche Sachen teilweise behauptet. Das würde ich aber so nicht erhärten können, weil da eben immer verschiedene Faktoren zusammenkommen. Auch der Schwindel hat oft verschiedene Ursachen. Tinnitus. Wenn der Tinnitus zum Beispiel im Zusammenhang mit einem Unfall passiert ist, dann ist er im Allgemeinen hinterher weg nach der Atlaskorrektur. Okay. Ja? Oder wenn eine Schwerhörigkeit im Zusammenhang mit einem Unfall passiert ist, dann kann es sein, dass sie sich komplett zurückbildet. Ja? Und was sehr häufig ist diese Störung im Verdauungssystem. Ja? Weil da ein direkter Zusammenhang mit der Nervenversorgung über Parasympathikus und Sympathikus besteht. Okay. Und da ist es einfach, da habe ich ein unglaublich schönes Erlebnis gehabt mit einem 2-jährigen Jungen, der noch nicht wirklich sprechen konnte und der dann kam. Und ich erkläre dann auch, was ich mache. Das mache ich immer. Ganz egal, ob der Mensch so klein oder so groß ist. Es ist ein Mensch und er möchte wissen, was mit ihm passiert. Ja. Und dann habe ich einfach erklärt und dann habe ich gearbeitet und dann sagte dieses Kind, was noch kaum sprechen konnte, unmittelbar danach schon Kopf besser. Ach, süß. Und offensichtlich hatte der immer Kopfschmerzen, aber konnte das nicht äußern. Okay. Ja? Und er hatte schwerste Verdauungsstörungen. Das war so, dass er so kleine Köttelchen von sich gegeben hat, so Ziegenköttelchen. Und alle 4 Tage nur und unter stärksten Schmerzen und allem. Und das war nach der Atlas
Korrektur, sprich nach dem Besingen, komplett weg. Und ist auch nie mehr aufgetreten. Ich habe den immer noch mal wieder gesehen, auch nach Jahren noch, weil ich mein Studio einfach in einer Straße hatte, wo er auch in der Nähe wohnte. Und immer kam er und sagte, ach, das ist doch die wunderbare Frau, die mir so geholfen hat. Also das hat er nie vergessen. Ach, und das sind natürlich wunderbare Erlebnisse. Ja. Man kann das nicht immer so erleben. Je älter der Mensch wird, umso verhärteter sind natürlich auch Strukturen, das ist ganz klar. Aber was mir ein großes Anliegen ist und wo ich so dankbar wäre, wenn endlich Bewegung reinkäme, das ist die ganze Problematik ADS, ADSH. Weil ich arbeite mit einer Waldorfschule in Flensburg eng zusammen und die Waldorfschulen haben ja die sogenannte Brückenklasse, wo sie die Kinder mit dieser Problematik, wenn die sehr stark ist, auch hineinnehmen, sodass sie eine Überbrückung haben zwischen Kindergarten und Schule. Und diese Kinder behandle ich dann und da ist es immer wirklich so. Innerhalb von kürzester Zeit ist das Kind zur Ruhe gekommen, kann sich konzentrieren, kann auch mal einen Moment still sitzen und aufmerksam zuhören, was man in der Schule ja einfach braucht. Und ich habe dann auch in der längeren, also als Langzeitreaktion immer wieder gehört, dass das mit dem Schreiben und dem Lesen und dem Rechnen viel besser wird. Machst du dann die Atlas-Korrektur bei den Kindern und unterstützt es dann noch mit im Nachgang mit irgendwelchen Klängen oder? Ja, ich spreche mit den Kindern natürlich auch und es gibt verschiedene Dinge, die ich dann je nach Kind auch dazu nehme. Das machen auch alle Leute, die ich ausgebildet habe, so. Man hat also sozusagen ein ganzes Kaleidoskop von Möglichkeiten zur Unterstützung des physischen Körpers und auch des emotionalen und mentalen Körpers mit dabei. Aber die Hauptausrichtung ist auf den Atlas. Und bitte, es ist keine Atlaskorrektur, weil es ist etwas, was der Körper wirklich selbst macht. Und das kann man kaum glauben. Der Arzt, den ich da behandelt habe, bevor er mir die Patienten schickte, der hat, als es hier oben um den Atlas ging, leider nicht so hingefühlt. Aber als es dann um das Steißbein ging, das ist die Zweitbehandlung, mit der wir dann immer arbeiten, weil man will natürlich noch mal gucken, wie hat der Körper reagiert. Wirst du auch noch bekommen, diesen Genuss heute? Oh, zumindest schön. ein Stückchen. Normalerweise mache ich das dann mit einem Abstand von einer Woche, 2 Wochen mindestens. Aber man kann es auch mal an dem darauffolgenden Tag machen und gucken. So, wenn das Steißbein dann eben auch nicht da so sitzt, wie es sitzen könnte, und das ist meistens dann, wenn Unfälle oder Stürze oder schwere Geburten waren, dann kann man das eben selber fühlen. Und er hat eben selbst gefühlt und ich habe gesungen und er sagte, es ist 1 Zentimeter nach rechts verschoben und er fühlte wieder nach dem Singen, 15 Minuten Singen, kriegt er ganz große Augen und sagt, kann doch gar nicht sein. Der ist ja jetzt gerade der Steiß. Was hast du gemacht? Du hast doch nur gesungen. Sag ich, ja, aber wir bestehen doch aus schwingender Energie. Ja. Wir sind schwingende Energie. Ja, das war ja gestern für mich auch so das Thema. Ich wusste gar nicht, als wir in der Vorbesprechung waren, was machst du denn dann mit den Menschen? Ich würde wirklich den Zuschauern gern mal so einen Eindruck geben. Also ich saß dann gestern ja auch auf dem Stuhl, habe gesagt, hier, mir tut der Nacken weh, ich kann auch nicht richtig drehen. Und da hast du dich dann hinter mich gestellt und hast dann eben gerade meinen Kopf oder hinten meine Wirbelsäule nur berührt und hast dann eben gesungen. Und das wäre jetzt total schön, wenn du mal den Zuschauern diesen Eindruck vermitteln könntest, ja, dass man sagt, ja, und da kann unter Umständen auch gleich eine Wirkung stattfinden. Wenn Sie möchten, können Sie einfach die Augen schließen. Ich werde jetzt einfach mal einen Klangcode für die Wirbelsäule singen und danach einen Klangcode für die Muskeln, zum Lösen der Muskeln. Also wenn Sie jetzt irgendwo eine Verspannung spüren, Sie können sogar die Hand drauflegen, dann gucken Sie mal, ob das sich entspannt, wenn ich singe. Dann singe ich jetzt mal. A, o, a, a, o, a, a, o, a, a, o, a, a, o,
noch die Muskeln. Ja, 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 ja. Und damit es nachwirken kann, singe ich noch einen Abschlusscode. Aium, 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 Awen, 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 Awen. Schön. Vielen Dank. Wenn jetzt die Zuschauer sich dadurch wirklich berührt gefühlt haben und sagen, boah, da hat jetzt wirklich was in mir gearbeitet. Du hast ja schon viele Klangcode-Therapeuten ausgebildet. Ja. Wo kann man sich jetzt darüber informieren oder hast du da irgendwelche Adressen, Möglichkeiten? Ja, es gibt eine Website mit dem Namen dao-tha.com. Die wird sicherlich auch eingeblendet werden, nehme ich mal an. Und da findet man eine Anwenderliste, sodass Sie gucken können, wo in Ihrer Nähe finden Sie einen Anwender. Wenn Sie keinen Anwender in Ihrer Nähe finden, kann diese Arbeit auch online gemacht werden. Erstaunlicherweise wirkt es auch dann. Töne und Klänge gehen eben auch über den Äther. Und dann können Sie sich entweder an mich wenden, wenn Sie da niemanden finden. Aber Sie müssen davon ausgehen, da wird eine Flut von E-Mails kommen und ich kann nicht immer sofort antworten. Man kann auch unter Umständen, wenn man nun überhaupt niemanden findet, bei mir selbst eine Session buchen online. Ich tue das aber nicht so gern, weil ich auch den Menschen, die ich ausbilde, nicht gern die Arbeit wegnehmen möchte. Und es gibt einige von meinen Klangcode-Therapeuten, die auch online arbeiten. Das steht aber nicht auf der Website so drauf. Und deswegen ist gut, wenn Sie sich dann an mich wenden. Super. Ja, vielen Dank, Elisabeth. Vor allen Dingen vielen Dank auch für deine Therapie an meinem Halswirbel. Das hat wirklich gewirkt. Also das kann ich zumindest von meiner Seite aus bestätigen. Und ich freue mich auf weitere Interviews mit dir. Ich freue mich dass auch, du da warst. Ja. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Thema Atlas ist wohl wirklich ein sehr zentraler, spannender Punkt in unserem Kopf-Körper-Verbindungsprozess und da lohnt es sich sicherlich mal hinzuschauen. Und ich hoffe, Sie konnten für sich was rausnehmen und haben den Klang genossen und wünsche Ihnen noch alles Gute und bis bald. Tschüss!